So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Livestream meinerseits an diesem Freitagabend. Wir haben es den 15. September 2023, 18:30 Uhr, wir sind pünktlich. Und ich begrüße euch am Flughafen von Neapel. Ich war wieder kurz davor, Nepal zu sagen, wirklich, nee, das ist schlimm. Und ich werfe gerade so ein Auge mal wieder unten auf meine OBS-Anzeige, die mir sagt, wie gut die Übertragungsqualität ist. Gerade ist dieser Kasten, der normalerweise grün sein sollte, schon ins gelbe, orangene gegangen. Jetzt ist er wieder grün und dann hoffen wir, dass das so bleibt. Dreimal auf Holz klopfen. Ja, ich habe gerade mal entsprechende Internetgeschwindigkeiten getestet, sollte alles hinhauen, was das angeht, deswegen machen wir jetzt wie gewohnt weiter. Wir stehen hier in Neapel auf der Position 15, glaube ich. Jawohl, 15, da steht hier nämlich, glaube ich. Ah doch, da steht's, aber er wird vom Tag verdeckt so ein bisschen. Naja. Wir sind auch hier aktuell die einzigen an diesem Flughafen, Traffic-wise und auch ATC-wise. Kein Lotsen zum aktuellen Zeitpunkt. Das soll uns aber nicht weiter stören. Ich muss hier einmal kurz Shuffle anmachen für die Songs und dann starten wir mal das kleine Briefing. Wir fliegen heute Volotea 1730 von Naples nach Heraklion auf Kreta, einmal Italien rüber nach Griechenland. Average Flight Time 1:40, so um den Dreh werden wir auch dann später unterwegs sein. Die Position ist nicht wirklich ersichtlich hier, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal hier oben hingestellt. Und parken später in Heraklion, ja, irgendwo wo Platz ist. Denke ich mal, dass die da auch kein großes Thema draus gemacht haben, ja. Hier vorne irgendwo, ja, wird schon hinhauen. A320-214, wir fliegen die November Oscar Papa. Und das alles im Cold and Dark. Wir machen hier einmal an und dann geht's mit dem restlichen weiter, mit dem restlichen Overview. Batteries, External Power. Nach von Logo Light auf die 1, Strobe Light Auto, Cruise Supply geht an, Ground Control. IRSs. Seatbelts bleiben nach aus. No Smoking Auto. Emergency Exit Lights werden natürlich gearmt. Die Switches sind alle da, wo sie sein sollen. Landing Elevation ist Auto. Crossbreed Auto. Die Default Lights sind wie immer normal. Fuel Plums können ausbleiben. Fuel Pumps natürlich. Ja, die Displays brauchen wahrscheinlich noch einen kleinen Blick. Genau, sind noch nicht ganz da. Dann warten wir nochmal ein Sekündchen. Und da ist das Upper E-Cam auch da. Die DCDUs können wir natürlich einmal anschalten. Und dann geht es mit Fire Tests weiter. Engine 1 Fire. Engine 2 Fire. Und von mir aus können wir auch nochmal Cargo Smoke Test machen. Transponder, Standby, Alt Reporting ist aus. 2000, das ist alles aus. Das ist in Idle, Engine Master ist off, Disarmed, Retracted, Matches the Indication. Das Klingeln hört ihr gleich auf, keine Sorge, da ist es auch schon vorbei. Landing Lever ist down, indicating down as well. Time sieht gut aus. VOR Needles, Constraints und die 10 Meilen Range am Boden. Initial Climb, keine Ahnung, wir setzen einmal 5.1, einfach weil wir es können. QNH weiß ich jetzt auch nicht, müssen wir dann gleich alles nachschauen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Overview. Das hat nicht hingehauen, so nämlich. Also, Volotea 1730, unser Kurs sind heute auf VATSIM von Naples nach Heraklion. Kostendex 18 heute, 0 Fuel 58.6. Average Wind Component gibt uns einen 32 Knoten Tailwind, das ist gut, dann sind wir ein bisschen schneller, 1:36 laut Simbrief.
7.875 Kilo Treibstoff mit 10 Minuten extra schon einberechnet. Alternate Fuel 2,8 rund, was uns dann die Strecke nach Athen ermöglicht. Ansonsten unsere Route heute, Runway 24 auch wahrscheinlich hier in Use. Ich glaube, der Wind war zuletzt aus 190 Grad. In Heraklion der Wind aus, ich glaube, 310 Grad zuletzt. Das heißt, Runway 27 auch sehr, sehr wahrscheinlich. 161 Passagiere mit 2,2 Tonnen Fracht gibt uns ein Payload von 14,6 Tonnen. Takeoff Weight Estimate 66.3, was auch unter Max Landing... Ne, gar nicht wahr. Jetzt war ich gerade bei 66.4 von der 737. Beim Airbus das Max Landing Weight etwas niedriger. Das heißt, wir würden hier jetzt mit knappen 2 Tonnen überm Max Landing Weight starten. Falls wir Return machen müssten, was aber sehr wahrscheinlich der Fall ist. Maximale Turbulenz der Kategorie 3 beim Top of Climb. Ansonsten nichts Besonderes. Ja, so viel dazu. Dann ziehe ich mir das hier einmal auf den zweiten Monitor. Und hier drüben ist der Flug schon drin. 24 Minuten haben wir jetzt hier noch. Das kann alles erstmal so bleiben. Mass and Balance würde ich sagen. Das hat er nicht übernommen. Dann machen wir das nochmal. Re-Import. Yes, please. Dann können wir den Refueler schon mal ranholen. Jetzt hat er nämlich hier die Werte übernommen. Da kommt er angerauscht mit dem Affentempo. Und sobald er in Position ist, können wir den Fueling-Prozess starten. Cool, in der Zwischenzeit können wir hier unten weitermachen. FMGC und hier bitte die ATSU. AOC Menu, Flight Init, Init Data Request. Nav Accuracy Downgrade, GPS Primary Lost, Aircraft Position Invalid. Alles klar, CFM 56-5-B4 in A320-200. Vom 7. September bis 4. Oktober aktuelle NAV-Daten. Das sieht gut aus. Und dann geht es auf der Init-Page weiter. Init-Request können wir auch hier ganz easy peasy machen. Please don't fuel just yet, alles klar. Und Weather können wir auch schon mal holen. Lima India Romeo November ist der ICAO-Code hier von Naples. Meta please, send. Return, receive messages, weather data. Surface Wind 1906 Knots. Visibility ist gut, das können wir hier auf jeden Fall bezeugen. View of 3026 Grad 1017. Is set 3 times, indicating 320 feet. Lovely. Und dann können wir hier einmal den Loading Process starten. Ruhig fast, dann können wir ein bisschen Zeit sparen, weil ich meine, ich wollte jetzt hier nicht eine halbe Stunde warten, bis der Flieger geladen hat. Das sieht gut aus. Target war 7,5 Tonnen, glaube ich. Und dann machen wir hier auf der rechten Seite schon mal weiter. Unser Kurs heute Volotea, Oscar, ja genau, Victor Oscar Echo 1730. Kosh Index 18 heute. Cruising 2909. 370. Minus 52 degrees. Also mal schauen, Top of Climb ist hier auf 290, 290, 370. Minus 55 degrees, das heißt plus 2, macht keinen Sinn. Dann lassen wir die Temperaturen einfach so. Ansonsten können wir hier nochmal auf 41,300 gehen. Ground Temperature war hier 26 degrees. Wind Request kann nicht schaden. Lovely. Wir machen auf der Flightplan Page weiter. Runway 24. Wir erwarten die Polit 7 Golf. Insert
Das sieht gut aus. Bis Xavis. Ich denke, Xavis ist den Leuten, die öfter nach Heraklion fliegen, auch ein Begriff. Da hinten nehme ich dann noch viele Routen, die aus dem Norden kommen. Und dann haben wir hier die Xavis 1 Alpha, glaube ich. Genau, da ist sie. Via Gonzo dann später, aber da, ich trage das nur ein, briefen werden wir das dann später. Weil jetzt haben wir natürlich auch eine genauere Distanz und eine genauere Fuel Calculation. Und Fuel Prediction natürlich. So. Das sieht gut aus. Dann kann man sich schon mal entsprechende Karten suchen. Ich weiß nicht, Refueler ist fertig. Dann können wir jetzt Boarding starten. Crew brauchen wir jetzt nicht boarden. Jetzt werden hier natürlich die Pellets reingeladen. Naja, dann ist es halt so. Ich weiß nicht, warum beim 320 mal standardmäßig diese Highloader dann hier ranfahren. Warum das so standardmäßig hinterlegt ist, wie in GSX, weil die Conveyor Belts machen doch eigentlich viel mehr Sinn, oder nicht? Naja. Architect, das hatte ich letztes Mal nachgelesen, weil ich habe mir mal den Flughafen im Satellitenbild mal angeschaut. Und da habe ich auf der anderen Seite, da hinten habe ich schon die Architect-Hangar gesehen. Und hier sind jetzt noch mehr Hangar, das ist irgendwie so eine Wartungsfirma. Die haben wohl auch mal irgendwie für Alitalia gewartet damals. Und mittlerweile auch für ETA Airways. Und außerdem rüsten die irgendwie Flugzeuge um, die rüsten Kabinen um und sowas. Architect. Habe ich vorher noch nie gehört, aber ist doch eigentlich ein großer Player bei sowas. Hat die Basis eigentlich in Rom, hat aber hier in Nepal, ja, wahrscheinlich Nepal, oder? Neapel. Napoli. Auf Italienisch Napoli. Auch einige Hangar. 5 Stück an der Zahl. Und dann sieht man auch, dass hier an diesem doch mehr oder weniger kleineren Flughafen auch mal eine 777 da hinten auf deren Gelände rumsteht oder so. Eigentlich schon ganz funny. So, unsere 6 Pellets sind da. Die ersten Passagiere steigen an. 10 von 161. Alles klar, das war ein fetter Stutter. Naja, wir machen mal weiter. Karten wollte ich holen. Import from Simbrief. Departure. Poli 7 Golf, das dürfte sie sein. Jawohl, und dann natürlich noch den Runway 24 Initial Climb, der ja überall gleich ist. Beziehungsweise Runway 24 ANAF Initial Climb dürfte das sein. Dann brauchen wir noch ein paar Ground Charts. Parking Stands. So, und dann haben wir das. Wir stehen hier auf der Position 15. Wir werden Pushback Phase West machen. Nehmen wir diese lustigen Pfeile. Wir haben ja so ein Einbahnstraßensystem mäßig. Und dann Pushback Phase West. Und dann geht es dann hier Romeo, dann hier rum und dann Tango Sierra. Tango Sierra dann bis... Ja, wir können auch für Foxtrot rechnen. Ich denke, das wird auch gehen. 2628 Meter. Takeoff run available, runway 24 from taxiway Echo 2326. Das heißt hier nochmal ein paar Meterchen mehr. Das reicht aus, dann können wir uns die paar Meter bis Golf dann auch nochmal sparen. Und dann fliegen wir erstmal den ANAF T4 Initial Climb. Chart 10-3 Alpha, effective from the 24th of March 2023, transition altitude 8000 feet. Ist drin.
RNF1 or RMP1 for monitoring and alerting reasons. RMP1 specifications is required in case of radar service unavailability or degradation. SIDS are also noise abatement procedures. If unable to comply with noise abatement procedure from runway 24, request takeoff from runway 06. Ja, weil sich die Stadt hier unten befindet und man würde dann direkt einmal über die Stadt rauschen. No turn before departure end of runway. Und warning close-in obstacles. Only when Sierra Oscar Romeo View are unavailable. Vielleicht fliegen wir doch den anderen. Ich weiß gar nicht, was ist denn hier hinterlegt eigentlich. 1200 Linkskurve. Das dürfte die A-NOP sein. Ja, dann fliegen wir die A-NOP an. Ja, geht auch. Geht auch. Naja, auf jeden Fall no turns before departure in the runway natürlich. Wenn wir das Ende passieren, leichte Linkskurve 220 Grad. Dann eine Linkskurve bis Gamma. Max 185 und 6000 or above bei Gamma. Gamma 6000. Können wir einmal 6 einsetzen. Das ist cross-checked. Departure end of runway. Und dann 1200 und dann Gamma. Ne, das ist doch die hier tatsächlich. Turn 1200 feet or above, but not further than 2.8 November Alpha Papa. Beziehungsweise 2DME November Papa Charlie, das ist der Localizer DME. Yoshi, guten Nachmittag auch an dich. Ja, dann machen wir das hier. Dann nehmen wir das hier. Alles klar, perfekt. Dann machen wir aber den Localizer, November Papa Charlie. Runway Landing System Mismatch ist logisch. Und dann 178 Degrees und dann Inbound Gamma bzw. Inbound Radial 340 Sorrento. Wir können auch einfach November Alpha Papa nehmen, dann ist das... Dann ist das eindeutiger. Dann crosschecken wir das nochmal. So, das Stream läuft wieder butterweich heute, wie es sich gehört an diesem Freitag. Ich hoffe, dass die YouTube-Server nicht das Problem sind. Naja. Sierra Oscar Romeo, Radial 340. Dann haben wir das hier nochmal verdeutlicht. Und dann geht's weiter mit der eigentlichen SID. Polit 7 Golf, Char 10-3 Golf, effective from the 13th of May 2022. Sorry, effective from the 19th of May 2022. Ne, 2022 steht hier nicht. Effective from 19th of May, dann ist es wahrscheinlich dieses Jahr. Naja, ist auch egal.
Auf jeden Fall Gamma 6000 above, Sorrento und dann 135 outbound bis Polit. Können wir hier auch nochmal als Backup setzen, 135. Bis Polit 110. Ja, das haut hin. Stop Altitude ist erstmal 6000 Feet. Dann haben wir das hier soweit gebrieft. Und dann sind wir soweit ready. Refueling ist natürlich complete, APU fehlt noch. Boarding ist auch schon abgeschlossen. Dann haben wir die Init-B-Page. Ich hoffe... Nö. Natürlich haben wir noch keinen Load-Sheet erhalten. Ah, ja, okay, das ist... Load-Sheet compliance with edition number 2, Volotea 1730, 15th of September 2023. Echo Charlie November Oscar Papa, das ist unser Flugzeug. Zero Fuel ist 58.2. Takeoff weight 65.9, packs 161 plus 6 infants. Max zero fuel weight 31.7. Block fuel 7875 is 7.9. Dann haben wir ein Trip Fuel von 4,1. Das kann ich gar nicht verändern. Aber ein Route Reserve von 0.4. Alternate is 1.7. Und eine Final von 1.1. Minimum Destination Fuel an Bord 2.8, das ist korrekt. Ja, dann haut das hin. Wunderbar. Dann fehlt nur noch Performance, dann können wir anfangen zu rechnen. APU läuft schon. Die Unicorn können wir natürlich gleich nochmal tunen. Und im selben Zuge natürlich auch meinen Push-to-Talk-Button nochmal anpassen, weil wir ja letztens immer nur 737 geflogen sind. So, wunderbar. Cool, dann können wir rechnen. Runway 24, Runway ist dry, das können wir synchronisieren, das auch. Und von mir aus ruhig Echo, schauen was da rauskommt. Speed sehen gut aus, Flaps 1, Takeoff Shift 300 Meters, ja das können wir so lassen. 134, 140, 140. Flaps 1, down 0.2. Takeoff Shift 300 meters und Flex 62. Naples traffic, Tomjet 431 on 10-mile final runway 24, Naples traffic. Sind wir wohl doch nicht ganz allein, das ist doch wunderbar. Dann können wir hier den hier machen und die Before Start Checklist lesen. Copper Preparations complete, signs on auto. ADIRs, they are aligned. GPS primary accuracy is high. Fuel quantity 7,880 kilos and balanced. FNGS is set, the altimeter 1017. Aktuelles Wetter 106, 1017. Ja, hat sich nicht verändert. Das kann weg.
Nose right, tail left. Below the line, windows, doors, close and armed, beacon is on, mobile phone off, parking brake is on. Before start, checklist complete. Naples traffic, Volotea 1730, pushback, face west, gate 15, Naples. Keiner in der Umgebung, da können wir die Bremse lösen. Transponder. Ups, der ist noch gar nicht ready, oh mein Gott. Jetzt aber. Okay, starting number 2. Start valve closed, starting number 1. Brake set. Ignition B, EGT and 1. Fuel flow, oil pressure. Terrain my side. Start valve closed. Perfect. Yeah, 2 good starts. After start items. Flaps 1. APU brauchen wir nicht mehr. Trim ist gesetzt. Spoiler ist armed. Flaps 1. Da ist 2 EC-787 jetzt gerade reingekommen. Wunderbar. Müssen wir gleich mal schauen, wo der vacated. Ich würde sagen, so lange bleiben wir nochmal stehen. Ach, richtige Karte hat ja schon ausgewählt. Ich weiß nicht, ob Bravo Charlie rauskommt, also hier vorne. Naples traffic, Tomjet 431, clear of runway 24, Naples traffic. Where are you gonna park? I haven't figured that out yet. You're gonna turn left or right at the next intersection? I'm gonna turn left. Okay, thank you very much. Yep, no worries. Ja, dann können wir los. Bremse, Tech-Slaps müssen wir mal after start natürlich. NTI ist auf, Ecom Status. Check, Pitch Trim. We've got 29% and Rudder Trim is 0. After start checklist complete. So, dann können wir jetzt aber Gas geben. Weather Radar, Predictive Wind hier nochmal anschalten. Flight Controls, left, right, neutral, aft, forward, neutral. Rudder Trim, ich weiß nicht, ob das... Nee.
Ach ja. Left, right. Perfekt. Dann läuft das auch. Enable traffic. Volotea 1730 is gonna taxi Romeo Tango Sierra runway 24 Naples. Ah ja. Okay, da hat er sich jetzt das kleine Gate für sein Riesenflugzeug ausgesucht. Naja. So, was habe ich vergessen? Volanta. So, jetzt sieht das Ganze auch vernünftig aus. Und ich sehe gerade, wir haben Athens Radar, der auch Heraklion covert. Also vielleicht haben wir dann ATC für Arrival. Das wäre natürlich Premium. Naja, ist auch schon despawned. So, wir haben ja für Echo gerechnet. Nächste links. Oh mein Gott, Hilfe. Jesus Christ. Wenn ich eine... Wenn ich meine Ruderpedale loslasse, dann hat er eine... Ja, dann rollt er nach rechts. Slightly. Okay. Da muss ich da mal ein Auge drauf halten. Ja, da ist hier nicht ganz bei 0. Jetzt ist aber 0. Jetzt nicht mehr. Hä? Also ich meine jetzt den Tiller hier gerade, ne? Das hier. Ich lasse meine Pedale los, aber der ist nicht ganz bei 0. Ja? Das erklärt natürlich einiges. Before takeoff checklist. Flight controls check. Briefing is confirmed. Wir können es mal kurz reviewen. Straight ahead, 1200 feet left turn, inbound to Gamma. 6000 feet or above, stop altitude 6000 in blue. Right hand seat takeoff, hier ist auch schon Echo. Flap setting, config 1 plus F, V1 via V2 flex, 344040 flex 62. Transponder is set for now and EK memo takeoff no blue. Naval traffic Volotea 1730 departing southbound runway 24 Naples. Lämpchen an, below the line, cabin secure for takeoff, engine mode selector norm, TCAS, TARA of course. Packs off, anti-ice off. Checklist complete. Approach sieht gut aus, da ist nichts, die Sicht ist wunderbar, man kann sehr viel sehen. Da sieht es ebenfalls grandios aus.
Können wir es auf dem Rolling Takeoff machen. Würde ich sagen, Feuer frei. Stabilized. Man Flag 62 SRS Runway Auto Thrust Blue. Thrust Set. Ah, diese Sounds sind echt klasse. Also vom Phoenix, die Sounds sind echt grandios geworden. Hut ab. Ja, Thrust Set through 80 knots. 100 knots. V1 rotate. Positive climb. Gear up. Nav green. Naval traffic Volotea 1730 airborne 24 through 1000 feet Naples. Thrust climb, auto thrust. Leicht nach rechts korrigieren. Ah ja. Das, was ich immer vergesse, wenn ich Airbus fliege. Die Packs. Bis Gamma noch Max 185 und danach dürfen wir auch acceleraten. Ohne Winglight vielleicht noch geiler, ich weiß nicht. Dann reflektiert er es hier nicht so hell. Standard Set Passing 5-4 for Level 120, wobei 130 oder... Ich glaube 110 war die Restriction. Ja. Setzen wir erstmal 110 in Blue. Accelerating. Wenn wir die S-Geschwindigkeit passieren, können wir die Klappen einfahren. Das ist jetzt der Fall.
Inbound Sierra Oscar Romeo VOA. Das dürfte hier unten irgendwo stehen, aber ich sehe es jetzt leider nicht. So, dann können wir ruhig auch höher gehen. 250 Blue, through 10. Wingnight ist sowieso schon auf. Seatbelts auf. Maybe liegt es hier auf diesem Vorsprung hier. So das aussah. Naja. Wir können es ja vielleicht gleich mal Google Maps suchen. Autopilot 2. Da ist Bullet. 110 above, das haben wir auf jeden Fall in der Kiste. EDD Planespotter High auch an dich. Ich habe gerade erst gerafft, dass er schon guten Nachmittag geschrieben hat und nicht guten Abend. Ich meine, Nachmittag, 18 Uhr? Weiß ich ja nicht. Für mich ist das definitiv abends. So, dann machen wir die Sounds etwas leiser. Können wir die Musik auch wieder anmachen. .370 in Blue. Dann haben wir jetzt 1,5 Stunden Zeit. Ich wollte mal eben schauen, wo ich hier natürlich auch nochmal Standard setzen. Ich glaube, wir hatten wieder irgendein Video angefangen gehabt, was wir wieder nicht zu Ende schauen konnten. Oder haben wir das doch? Wobei, vielleicht haben wir das... Letztes Mal hatten wir uns das von Pascal angeschaut mit How much does it cost to fly private plane? Mit der Piper. Wo sie losgeflogen sind, um sich einen Kaffee zu holen. Doch, das hatten wir zu Ende geschaut. Was denkst du über das Airline Comeback? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich bin etwas skeptisch. Die Marke Airline hat sich wohl verkauft. Und ja, ich bin gespannt, was da mal jetzt angestellt wird. Und ich kann mir aber auch vorstellen, okay, mein Monitor geht einfach schwarz. Aha, jetzt nicht mehr. Okay.
Ich kann mir einfach vorstellen, dass die Leute mittlerweile auch irgendwie Air Berlin, keine Ahnung, vergessen haben und aber auch vielleicht zuletzt ein negatives Bild von Air Berlin hatten. Oder möglicherweise auch jetzt gerade ein negatives Bild von Air Berlin haben, weil sie einfach suddenly, zack, bumm, weg. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Air Berlin. Ich meine, auch wenn es wiederkommt, bestimmt an sich eine schöne Sache, aber es wird natürlich nicht dasselbe sein. Er ist einfach nur eine Marke, die jetzt gekauft wurde, wem anders gehört. Was daraus gemacht wird, steht in den Sternen. Ja, nicht, keine Ahnung, ich glaube, das, was da wird auf jeden Fall nicht dasselbe sein. Also wenn die Leute dann damals mit Air Berlin geflogen sind und vielleicht in einigen Jahren wieder Air Berlin buchen, weil es dann wieder Flugzeuge mit Air Berlin gibt, es wird nicht dasselbe sein. Und ich bin mir auch sicher, dass die kein deutsches, falls die Fluggesellschaft wieder an den Start geht, kein deutsches AOC haben wird. Ich meine, der Sund Air Gründer hat das gekauft. Und selbst Sund Air hat jetzt angefangen, natürlich Flugzeuge auch im Ausland zu registrieren. Kroatien natürlich. Und der Kollege wird das mit Sund Air wahrscheinlich genauso noch mit oder möglicherweise genauso machen mit der neuen Air Berlin, falls da überhaupt eine neue Fluggesellschaft daraus entstehen soll. Kann auch sein, dass er einfach, keine Ahnung, seine Sund Air in Air Berlin umbrandet oder so. Könnte ja, oder wäre ja auch denkbar eigentlich. Naja, ich bin gespannt. Was bedeutet AOC? AOC ist ein Air Operator Certificate. Das ist, ja, also einfach mal banal übersetzt, das Luftbetriebszertifikat, das man haben muss, um eine Fluggesellschaft betreiben zu dürfen, um Flugzeuge betreiben zu dürfen. Und ein deutsches AOC muss man dann natürlich beim Luftfahrtbundesamt in Deutschland beantragen. Da wird einiges geprüft und dann kriegt man das ausgestellt. Und das ist, kann ich mir vorstellen, in Deutschland teurer, als wenn man sich ein AOC aus dem Ausland holt. Zum Beispiel Malta natürlich, sehr beliebt. Oder im Beispiel von Sund Air bzw. Fly Air 41 in Kroatien. Also das heißt dann, dass auf den Flugzeugen keine deutsche Registrierung draufsteht, kein deutsches Luftfahrzeugkennzeichen, sondern ein ausländisches Kroatien vielleicht, kann ich mir vorstellen, bei Sund Air. Ich weiß gar nicht, welche Flugzeuge Sund Air eigentlich da im Ausland registriert hat. Können wir mal schauen. Sund Air, da haben wir es. Die sind alle in Deutschland registriert. 319. Okay, die ganzen. Oh ja, die 320er sind alle in Deutschland registriert, so wie es aussieht. Und die 319er alle in Kroatien. Fly Air 41. Na und? Naja, man kann dadurch halt natürlich wieder Geld sparen, man kann dadurch am Personal sparen, wenn die dann auch möglicherweise ausländische Arbeitsverträge haben. Das hat alles so einen bitteren Beigeschmack. Deswegen sehe ich das so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ja, okay, alle 390er sind jetzt zur Fly Air 41 rüber gewechselt. Interesting. Subsidiaries, Flyer 41. Es ist halt schon verdächtig eigentlich, dass eine Fluggesellschaft mit einer Handvoll Flugzeugen schon so früh eine Subsidiary im Ausland gründet und die ganzen Flugzeuge dahin verfrachtet, umregistriert und alles. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Da wird dann wieder versucht, auf Krampf irgendwie Geld zu sparen und am Personal zu sparen und sowas. Ich bin mir auch relativ sicher, dass sie möglicherweise keine deutschen Arbeitsverträge haben. Vielleicht die alten Mitarbeiter, die wirklich schon lange dabei sind, aber ansonsten gerade auch neue Leute, neue junge Leute, die werden bestimmt da auch weniger bezahlt, als es möglicherweise sonst der Fall wäre. Aber wie gesagt, das sind alles nur Spekulationen. Es ist natürlich, es bleibt erstmal ein Rätsel, ob da jetzt noch irgendwie was kommt mit einer neuen Fluggesellschaft oder ein Rebranding von Sund Air oder irgendwas. Wir können ja mal lesen, was hier steht. Also, als größte deutsche Airline muss Air Berlin im Jahre als größte deutsche Airline? Wirklich?
Sicher, dass es nicht die zweitgrößte war? Muss Air Berlin im Jahre 2017 Insolvenz anmelden und den Flugbetrieb einstellen. 6 Jahre später wechselt die Marke nun den Eigentümer. Rund 120.000 Euro zahlt Sundair-Gründer Rossello für den Namen. Für die Verwendung gibt es bereits einige Ideen. Ach ja, okay. Mal schauen, was hier passiert. Schon im Juni wurde die Marke Air Berlin auf Rossellos Firma Air41 übertragen, wie die Luftfahrt-Nachrichten-Website Aerotelegraph berichtet. Der Kaufpreis habe nach jüngstem Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters für Air Berlin Gläubiger 120.190 Euro betragen. Ja, wir haben die Markenrechte an Air Berlin erworben, bestätigte Rossello. Sei noch nicht entschieden, es gibt einige Ideen, alles ist möglich, sagt er. Ah ja. Dass der Geschäftsmann Air Berlin zur neuen Marke seiner bestehenden Airline machen wird, sei aber unwahrscheinlich. Okay. Sundair ist inzwischen gut eingeführt. Ja, okay, das stimmt natürlich auch. Sundair gibt es schon seit Jahren. Die sind gut etabliert, gerade auch mit natürlich Charter-Reiseflügen auf irgendwelche Inseln. Ist Sundair immer ganz gerne dabei. Die Fluggesellschaft Air Berlin hatte am 15. August 2017 nach jahrelangen Verlusten Insolvenz angemeldet und später auch den Flugbetrieb einstellen müssen. Teile der Gesellschaft waren seinerzeit an die Lufthansa und EasyJet verkauft worden. Um die Markenrechte hat es nun ein Bieterverfahren gegeben. Die Rechte müssten auch für die Zwecke der Insolvenzverwaltung bis zum Ende des Verfahrens nutzbar bleiben, stellte ein Sprecher Flöters klar. Was auch immer Flöters ist, keine Ahnung, vielleicht Insolvenzverwalter. Dies sei auch der Grund für den späten Verkauf der Rechte gewesen. Ah ja, okay. Laut Aerotelegraph hat der Insolvenzverwalter Lukas Flöter, Insolvenzverwalter, gehofft, mit dem Verkauf der Markenrechte mehrere Millionen Euro für die Gläubiger einnehmen zu können. Ja, nicht ganz. Sind dann doch nur 120.000 geworden. Aber natürlich besser als in der Hand gespuckt, ne? Das muss man schon sagen. So sieht es so aus, als würden wir jetzt hier gleich Mainland Italy einmal überqueren. Sizilien. Dürfte das da drüben sein? So duster hier. Ich würde aber vorschlagen, dass wir für den Approach dann wieder... Ups, nein, das wollte ich nicht. Wieder Tageslicht einschalten, weil ich habe echt Bock, mir das Ganze wieder anzusehen. Und jetzt bei diesen Lichtverhältnissen ist das natürlich Mist. Ja, jetzt kommt die kalte Jahreszeit wieder, ne? Wenn man jetzt auch gerade weiter Richtung Osten fliegt, natürlich in Griechenland. Griechenland ist nun mal östlicher als Deutschland. Geht, wenn wir hier zu unserer Zeit natürlich fliegen, also jetzt 19:25 Uhr, wie wir es gerade haben, ist es da natürlich schon später und dementsprechend von uns aus natürlich früher dunkel. Ja. Kalte Jahreszeit kommt. Ich meine, wir haben schon Mitte September. Und es wird ja auch wieder kälter. Wenn man sich mal die Wettervorhersagen anschaut. So, genau, wir haben ein Video von Pascal, was wir noch nicht gesehen haben. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Wir schaffen das vermutlich heute nicht ganz. Es geht jetzt 25 Minuten, wenn man zwischenzeitlich anhält. Und wir haben ja jetzt auch immer noch Thunder Raider online. Er wird vermutlich, oder ich hoffe es natürlich, auch noch online bleiben, wenn wir da ankommen. In Heraklion ist übrigens eine ATIS online, das ist doch schön.
Da müssen wir uns dann natürlich auch auf andere Dinge dann konzentrieren als auf das Video. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Cool, keine Werbung tatsächlich. Das überrascht mich. Das überrascht mich. So, wie immer ist das Video in einer Sekunde unten verlinkt. Kleinen Augenblick. So, jetzt aber. Dann würde ich sagen, Rock'n'Roll, Musik einmal pausieren und Abfahrt. Das sieht so aus wie ein M5 oder so, keine Ahnung. Ah. The questions you wanted to know, we're gonna answer them today and we're gonna fly somewhere. So let's get started with the first question of the day from Flops1804. And what does a month of flying look like for you? Like how many days off, where you would go, and would it be possible to get, let's say, 2 or 3 long-haul flights in a row? So, to answer that question, a typical long-haul flight... Wait, I have to turn the car on. It's quite hot in here. Whew. So the typical month for me is basically... Ich finde immer noch diese Farbe von der Karte, das ist immer noch geil, ist immer noch eine echt schöne Farbe, finde ich. Around... So ein bisschen, ja, ich bin mir sicher, das soll einen einfach den blauen Himmel erinnern, oder? Kann ich mir gut vorstellen von Discover. 3 to 4 Discover Airlines ja mittlerweile, nicht mehr Eurowings Discover, ist es ja jetzt Discover Airlines. Der erste A320 wurde ja schon umgepatet. flights. When I'm taking a look at my... Let's take April for example. So I've had off days till the 9th of April. Then I flew... Till the 9th of April. Das ist der... Ach Quatsch, nee, das ist ein Flugzeug. Hier. Die Woche. Ja, im letzten Monat, also April, März. Dann natürlich so ein bisschen Simulator mit bei gewesen. Und wir sind jetzt hier gerade am 9. dann. To Orlando. 3 off days, Orlando again, 6 off days, and then I did Windhoek. So basically I've got 3 flights in 1 month, and I've got obviously spare days, off days in between. Next question, which kind of fits or suits that one, is from known, not unknown. Is the schedule always sporadic throughout the month until you get the seniority? Do you think there is enough time to spend with family, and are you always at work? Well, the schedule is not sporadic at all. Sometimes it gets sporadic if they call you out of an off day and they ask you if you want to fly, but you don't have to out of an off day. So you get your schedule basically at the latest at the 27th of each month, and then... Okay, 27. dann aber 3 bzw. 4 Tage Zeit, um ja, sich dann da irgendwie zu familiarisieren. Ich meine, das hatten wir auch schon in einem anderen Video von Martin, von Pilots Live hatten wir das natürlich auch schon. Dass es dann schwer ist, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, angenommen der 27. ist ein Mittwoch und du möchtest dich am Samstag verabreden oder am Sonntag möglicherweise und du weißt aber nicht, ob du da kannst oder nicht, weil, ne, das heißt, man kann für, angenommen, das Wochenende halt frühestens 3 Tage vorher irgendwie, keine Ahnung, Bescheid geben. Und ja, das ist natürlich schwierig. And this one is fixed for the next 31 days basically. So they can change things around a bit here and there, but they basically cannot let you fly out of an off day. Just waiting for the bus here, and I thought that would be a great spot for the next question from Ask JK. What was the most memorable flight experience? And I must say that was when I still flew the 737 to Dubai, DWC, and that was one flight. I had my girlfriend with me. I really left Europe for the first time, which was freaking fantastic. So that was a bit loud. Watch your language. Aber crazy, ein TUI-Flight Charterflug rüber nach Dubai World Central mit der 737. Ja, das kratzt aber hart an der Grenze von der Reichweite. Beautiful sunrise approach there. I was pilot flying, stunning landing. It was just everything came together on that day. The next question came in by AK John Dawn. He asked, he wanted to hear about my worst landing and my best landing. I would say the worst landing I ever did was probably in Windhoek. Wasn't hard or anything, but it was a bit more positive. And Rums.
which is due to the high altitude airport. If you put out the thrust too early, it's probably going to be a bit harder landing. That was my worst landing, I would say. The best landing, I would say, was in Mauritius, morning hours as well, like in Dubai. And it was just a fantastic, fantastic morning sunrise there. We came in with a really steep glide in Mauritius. And Ja, wenn man Mauritius Richtung Süden anfliegt, von Norden kommend, dann ist halt da natürlich der riesige Berg im Weg. Alles natürlich etwas steiler dann da, ne? that was probably one of the softest and nicest landings I've ever done after nearly 12 hour flight. By the way, talking about Mauritius, today we're gonna head to Mauritius, everyone. Flight time will be approximately 11 hours, 30, 40-ish, somewhere there. We have 3 pilot cockpit. We've got a senior first officer and the captain and me, obviously. We're gonna go all the way south from here and then East Africa. Ja, East dann, South ich wollte es gerade schon um Maps aufmachen, aber jetzt zeigt er das hier selber. Africa, all the way down onto the Indian Ocean to Mauritius. Ja, okay, nevermind, man hat es nicht so richtig gut gesehen. Aber wenn man sich das hier mal anschaut, dann sieht man halt der Flughafen hier im Südosten der Insel mit der Landebahn 1-4 und da hat man halt hier diesen doch recht hohen Berg hier auch im Weg. Kann man sich hier Gelände. Ja, hier, da sieht man's. Naja, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Oh mein Gott, was mache ich hier? Kann doch nicht angehen. Schrecklich. About Mauritius. Today, we're gonna head to Mauritius, everyone. Oh, nee, was war das denn hier gerade? Ich kann nicht mal mein PC bedienen. Schrecklich. Flight time will be Aber zu meiner Verteidigung, ich war auch heute auf dem Freitag bis 15:30 Uhr in der Schule. Es ist schrecklich. Dann hat man 6 Stunden LK und dann kommt noch so ein schöner Sportkurs obendrauf bis 15:30 Uhr. Nee, wirklich. 11 hours, 30, 40-ish, somewhere there. Wir haben jetzt auch mal ein Level aufgemacht. Perfekt. We have 3 pilot cockpit. We've got a senior first officer and the captain and me, obviously. We're gonna go all the way south from here and then East Africa, East South Africa, all the way down onto the Indian Ocean to Mauritius. I'm a bit late today, so I'm gonna hurry down, brief everything with the crew, and I guess I'll catch you in Mauritius. See ya! Right now, we got clear to descend to flight level 80, so passing 10,000 feet, landing lights back on what I did. Radar coverage, so we had to work with estimates. Ah, interesting. Wusste ich auch nicht. Estimates are basically given times by ATC at which we have to be at a specific point. The routing, which then turned out to be the final routing of the day, started out at Okma with a direct to Gapki. We had a specific time at which we had to reach Gapki to have enough distance to the preceding Condor. From Gapki, we were cleared for a standard ILS DME. Ist hier irgendwo Gapki 3? Ich sehe es jetzt nicht. We were given the clearance to descend further to 5,000 feet in the direction of Espia. Since we're clear to 5,000 feet now, which is not a flight level anymore, we have to switch our altimeters to the local QNH setting. That is commanded Macht Sinn. by the pilot flying. As you heard, pilot flying captain in this case ordered set QNH. I'll do my altimeter and the standby altimeter. He'll do his own altimeter. After that, I say QNH cross-checked, call out the altitude, and he answers with checked. We were cleared to 4,000 feet in the meanwhile and passed Espia. Right now, we are following the standard ILS DME.
on a track of 181 degrees to intercept the final approach course at around 13 miles out. Since Mauritius has some higher terrain in the final approach segment, the glide path indication shall only be used passing 3,200 feet. So due to the high terrain, we had to stay at 4,000 feet up to Bigara, then descend with around 3.8 degrees down to Cure Pipe to then intercept the glide path of the ILS and fly it down. The glide path is also a bit steeper with 3.5 degrees instead of the standard 3 degrees. So for this approach it was crucial to be configured early to maintain speed and cope with the higher descent angles. Now it was time to make our final turn on the final approach track and decelerate. So flaps 1 was already set, now it's time for flaps 2. Ach ja. Dyson-Werbung ist ja auch interessant. Since we already talked about the steep descent angles in the briefing, we decided to go down to 3.8 degrees with flaps 3 and gear down. So right now it was time to lower the gear and after that set flaps 3. Gear down. Now the only thing missing was setting flaps full. We were out of the steep descent with 3.8 degrees on the glide path of the ILS already with 3.5 degrees. So we were missing flaps for what we're going to set right now. And right after that we read the landing checklist, so we are basically fully ready for the landing. Speed checks. So we are fully configured. Ich finde dieses Grün ist echt eine geile Farbe, also dieser Grünton sieht echt ganz geil aus. Deswegen muss ich sagen, also Winter finde ich echt ätzend, weil es nicht so grün ist draußen. Man schaut aus dem Fenster, ist alles grau, man sieht nur die kahlen Äste. Man kann überall durchschauen. Keine Farbe mehr da draußen. Aber das sieht echt, ja, das ist schon ganz geil. Get now ready for the Simon, die Moin. approach. Only thing missing was the landing clearance. That came in any second now. Unfortunately, I can't show you because we're not allowed to put ATC voice on YouTube. So yeah, that's it for the approach. I hope you're gonna enjoy this landing now. What an amazing morning it was. Sunrise, spectacular one. Flying through clouds, rain, and then having that scenic here right there. Amazing. Enjoy the landing. I'll talk to you on the ground. Musik. Schwierig mit der Musik. Ist immer so ein Thema. Ja, die Air France, ja genau, Air France einfach. Nicht ganz Air France. Einfach ein Nein-Callout, ist ja auch interessant. The next question. Oh, that was hard in the middle. The next question came in by Evans, and he asked, "How is your typical layover like? How long is it? Does it give?" What is your typical layover like? Entschuldigung. Wo geht's hin? Es geht nach Heraklion. Falls du mich jetzt meinst. Und er ist gerade in Mauritius gelandet. Worrying from time to time. That layover we have right here is a bit longer than others, because we've got three full off days here. That means it's Monday. Das ist schon geil, einfach so 3 volle Tage. Da chillen in einem wahrscheinlich 4 Sterne, wenn nicht sogar noch mehr Hotel.
Ja, es ist schon nice, muss man schon sagen, ne? Sunday. It's Monday now, and we're gonna go home Friday really early in the morning. So I've got free now, Tuesday, Wednesday, and Thursday, which is really, really nice. But that's not your typical layover. Mauritius is one of the most beautiful places I've ever been to, and I love it. Wann Pilot? Ja, erstmal Abi, ne? Nächstes Jahr 2024, April, Mai wird Abi geschrieben und dann geht's ans Eingemachte. To come here, and I couldn't imagine a better place where I have more off days, so I'm pretty happy with that. But layovers can be anything between 24 hours or down to 16 hours, even up to 1 week in Anchorage, Okay, 16 Stunden Layover ist crazy. for example, right now, because Das lohnt sich dann natürlich eher weniger. we only fly there once. Weil man halt auch die Zeit nutzen muss und sich natürlich aussuchen, ne? Da sieht man nicht so viel. Aber ich meine, wenn dann auch zwischendurch natürlich so ein 3-Tages-Layover in, keine Ahnung, Mauritius oder sonst wo ist, wird das natürlich wieder kompensiert. A week, so we do not get a plane to pick up the crew. That means the crew has to stay a week as well. Does it get boring? I don't think it gets boring. You just have to find new stuff you can do, and you're always in different countries, so there is always something you can do. So I wouldn't say it gets boring, it's just that you have to search for something new to do. And Ja, boring. Ich meine, sonst chillt man sich halt irgendwo hin, wo es nice ist. Notfalls halt einfach ins Hotelzimmer oder so und macht sich da wie Netflix an oder irgendwas. Ginge ja theoretisch auch, aber ich glaube, dass es gerade auch in neuen Ländern, in neuen Destinationen, wo man jetzt noch nicht war, eher weniger langweilig wird. then we're gonna have a great time as always. But I think I'm gonna have a quick nap now because it's still 7 a.m. in the morning in Germany. It's 9 a.m. here. So I'm gonna get out of that one and get rest. Get some rest. I'm gonna get some rest. Cola with ice, please. Thank you, ma'am. Have a good day. Another question by Pink Villa, I think it was. If I want to start a family, and do I think it's challenging to start a family as an airline? Ich finde diesen Aufzugshot gerade eben, das ist so funny. Er hat dann wahrscheinlich einfach sein Handy oder irgendeine Kamera da reingelegt und den Aufzug aufgemacht und geht rein. Und dann geht er wieder raus, lässt aber seine Kamera noch da drin und dann holt er sie wieder ab. Oh Mann. I'm pilot. And I wouldn't say it's more challenging than with other 9-to-5 jobs, for example, because yes, we're gone like 12 to 15 days a month, but those days where we are at home, we've got the full day that we can spend at home with family, with the friends, with our children, basically. And I would say, if you're normally working, you're gone from, I don't know, 8 till 5. And so basically you're not spending time with your family as well. You either spend a full day or none. And so I would say, yes, I want to have a family at some point, and no, I do not think it's more challenging than with other jobs. Project Arbeit asked if there is any way to do some other business in the airline as well, like training other pilots or anything. And yes, there's always a chance. For example, I could be an SFI right now, which is a sim flight instructor basically. I can do that as a co-pilot as well. Then you've got, you can be a trainer later on, a type rating examiner, a type rating instructor, a line. Ja, das sind dann diese ganzen Zusatzqualifikationen, die man erwerben kann. Und auch gerade die Pandemie hat gezeigt, dass man das schon machen sollte, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Weil man sich dann natürlich von den anderen Arbeitskollegen, die keine Zusatzqualifikationen haben, unterscheidet. Und man sich selber praktisch für die eigene Firma mehr oder weniger wichtig macht. Weil ich glaube, in der Corona-Pandemie wurden mehr, ich sag jetzt mal, normale Erstoffiziere und Kapitäne entlassen, als irgendwelche, die eine Zusatzqualifikation als zum Beispiel Sim Flight Instructor oder als, keine Ahnung, Typewriting Instructor, Examiner und sowas haben. Ja. Trainer. Und man bekommt das natürlich auch bezahlt. Vermutlich dann sogar insgesamt mehr, als wenn man nur als Erstoffizier unterwegs ist. So there's always stuff you can do in the office as well, part-time office, part-time flying, but you always have to check with the airline because they've got different, basically ground flying contracts, so you always got to check with the airline. I wanted to answer the most questions I can. I think it's time for a little sit down and get through some questions. So, the next question came in by
DRCX5CG. What is your best advice on getting a good percentage on the ATPL exams? I heard from other pilots that you revise questions based ATPL questions, then you get better pass marks than revising from ATPL theory books. So what I can recommend is get the knowledge you need out of the books to understand the basic topic. Once you understood the principle of everything, revise questions after questions after questions. I did that as well. I clicked, I think, 2,500 questions a day shortly before the LBA, but that worked pretty good for me. So I would recommend. Ja, was ich auch oft gehört habe, diese Exams sind oftmals so, wie man es aus der Fahrschule kennt, mit Multiple-Choice-Questions und sowas. Und es gibt halt auch viele Fragen, die ergeben wenig Sinn. Da steckt an sich schon was drin, aber das sind so Fragen, die an sich keiner braucht, die man auch weglassen könnte. Gibt es in der Fahrschule auch einige. Sowas gibt es in der Luftfahrt auch, nur dass es halt insgesamt von den Fragen her nicht irgendwie nur 1500 sind, oder ich glaube, es waren 2000 oder so in der Fahrschule, sondern eben das 10-fache davon. Da ist natürlich dann noch mehr Schrott dabei, aber man muss es natürlich immer noch verstehen. Klar, man führt ein Verkehrsflugzeug, man muss verstehen, was man da macht, worum es da geht. Und dann für die Prüfungen diese Fragen lernen. Also das ist zumindest das, was ich oftmals auch gehört habe und gelesen habe. Ich kann dazu natürlich selber nichts sagen, weil ich da noch nicht drin stecke. Aber so soll das wohl auch sein. So, jetzt haben wir hier Contact Me von Athena 129, das ist 675. Athena, good evening. Volotea 1730, maintaining 370. Volotea 1730, hello, set Coco 1434. Squawk 1434, Volotea 1730. Kickstar 255, runway side. Kickstar 255, copy, runway 32, clear to land, wind calm. 32 clear to land, Kickstar 255. Then is the top of descendant, ja noch einigen Meilen. 1730, radar contact, flight level 370, proceed direct Mike India Lima. Proceed direct Mike India Lima, Volotea 1730. Ja, gerade hier durchgescrollt. Tomjet 5 Alpha Delta, direct Codic. Mike India Lima, insert, Nach. Und jetzt haben wir einen Top of Descent um 18 Uhr 23 Zulu in guten 33 Minuten. Ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen, briefen wir einmal den Approach. Ich hole einmal Wetter. ATIS können wir hier leider nicht drüber holen. Wir können nur normales Wetter holen. Weather data, service wind 310 at 10 knots, CAV OK, temperature 26, dew point 201014. Das können wir schon mal eintippen. 26 degrees, es wird wahrscheinlich noch kälter in so einer halben Stunde und 310 at 10. So, ansonsten einmal Karten für Heraklion. Approach RMP27, Xavis 1 Alpha. Wenn ich es denn finde, da haben wir es. Ne, Xavis 2 Lima nicht, Xavis 1 Alpha da. Und nochmal ein paar Ground Charts, Airport, Parking Stunts, sehr gut, wunderbar. So, wir fangen an mit der Xavis 1 Alpha. Das ist das, was wir erwarten. 10-2, effective 18th of July. Altimeter setting hectopascals, transition by ATC, transition altitude 6000 feet. Airport Elevation 115, MSA im Westen doch relativ hoch mit Nordwesten 7000, Südwesten 10.2. Im Südosten 9.2 und im Nordosten 4000, weil hier unten sich viel Terrain befindet. Und wir kommen dann hier rein Xavis, India Romeo 28 Alpha, right turn, India Romeo Alpha, Radar 053 inbound.
bis Gonzo. Das können Runway wir einmal 2116, expect ILS runway 16. überprüfen, einmal double checken. Mike India Lima. Xavis India Romeo 28 Alpha, right turn. Runway 2116. 225 degrees, 223 auf der Karte, 2 Grad Unterschied, das passt bis Gonzo. Cool. Dann der RMP27. Runway 2116. Chart 12-1, final approach course 271 degrees. India Romeo 400 at 2000, DA 830 feet, beziehungsweise ne Quatsch, MDA ist es ja. MDA 830 feet, wir machen nochmal 40 Fuß drauf, dann sind wir bei 870. Avian 30 Whiskey after Pellas, direct Mike Kilo Romeo. After Pellas, we are direct Mike Kilo Romeo for the GM3 Sierra Whiskey. Gut, MSA gerade schon durchgekaut, über Gonzo kommen wir rein, bis India Romeo 402, Maximum 185, 3000 or above. India Romeo 401, Max 185, 2300. Und dann India Romeo 400, 4000 feet, danach ein 3.4 degrees Glide. Bis zu unserer MDA 870 feet, Continuous Descent, Final Approach natürlich. Wir machen hier nichts mit Steps. Das liegt hinter uns. So, Warning, steeply rising terrain, west, south, southeast, southwest of Aerodrome. Ja, sehen wir hier auf der Karte in orange. Falls es in die Hose geht, Miss Approach, right turn, max 185 knots. Runway 27 ist Runway 27, Romeo at Runway 27, nee, ist doch Runway 27. At Runway 27, direct to India Romeo 700, at 700 right turn to Gonzo, climb to 3000, join holding at Gonzo or as directed. Approach runway 23. Volotea 800. Negative, you're not cleared, just expect. Expect your approach runway 23, sorry. Volotea 800. Okay, da ist jetzt noch Company Traffic gerade auf der Frequenz. Hello. So, dann hätten wir das auch geklärt. Ich bin den Approach schon ein paar Mal geflogen. Am Platz Heraklion war ich auch familiar, bin ich also. Mehr oder weniger. Gonzo in your Romeo 402 at 3000. Final level 230. Max 185, 40123, Max 185. Flight level 37. Und dann 400 at 2000, 3.4 degrees. Lovely. Landing flight level 330, Agent 7 Charlie. Und den Miss Approach können wir auch nochmal durchgehen, wenn wir schon gerade dabei sind. Runway 27, India Romeo 700, Gonzo 3000, Max 185. Cool. Lovely. Ja, dann hätten wir das auch geklärt. Brauchen wir eigentlich nur noch die ATIS. Mal schauen, ob wir schon da rankommen. Ja, 12755. Enjoy final. Advise on initial contact. You have listened to information Charlie. Information Charlie, ja, ich frage kurz, ob wir die Frequenz verlassen können, dann haben wir keinen, der dazwischen quatscht. Continue descent 3500 feet on QNH 1014. Expect VOR Bravo via Binky. VOR Bravo down to 3000 feet with Sky 7039. Volotea 1730. 1730, go ahead. 1730, we would like to leave the frequency for just a moment here to get the latest ATIS. Yep, no worries. Dann machen wir hier kurz aus und auf der Test information Charlie. Recorded at 1720 Zulu. Expect RMP approach. Runway in U27. Transition level 701310 at 10. Time okay. Temperature 26. 2.20.
QNH1014. Caution light turbulence on short final. Advise on initial contact. You have listened to information Charlie. Okay, information Charlie. Oh, 1730 is back. Continue descent flight level 90. Information Charlie, light turbulence on final to expect. Ansonsten das Wetter so, wie wir es gerade schon geholt haben, Longitude 7. Jo, perfekt. Dann haben wir es soweit gebrieft. Wir können mal kurz Taxi Routing briefen. Autobreak Media würde ich nehmen und dann können wir hier über Charlie raus. Dann gibt es hier Charlie Delta und dann irgendwo hier vorne dann hin, denke ich. Volotea 9 Juliet Delta, descent flight level 70. Flight level 70, Volotea 89 Juliet Delta. Ja, wir lassen es mal auf Daycharts. And Whiskey 703 now, confirm which procedure are you following now? And first understand Weiter im everything Text. and then revise question after question after question. Steve Daly, when I rank up in seniority, is it better to be a short haul or long haul pilot? I have a young family. Well, I will say that depends on what short haul type you would be flying. If it would be a short haul trip like you gone 5 days, home 3 days, gone 5 days through Europe for example, well then you can be a long haul pilot as well. If you've got base to base flying like it is with some airlines in Europe, like Eurowings Discover on short haul or TUI flying, then you're basically home every night. So I would say that's the best pilot job to have a young family because you are able to spend the most time with them. Aaron Farwater 4601. In your opinion, what is the most difficult, challenging topic in ground school and flight training? Hello, France 21 Delta Papa, The most 213 flight level 240. Ich muss sagen, France 21 Delta Papa, hello. viele Leute wollen was über seine Flugschulzeit wissen, was ich eigentlich doch auch ganz cool finde. Negative flight level 300. Oh my bad, 330, thank you France 21 Delta Papa. Please hear to my voice, flight level 300. Oh my bad, 300, sorry France 21 Delta Papa. Thank you. Runner 2116, flight level Okay. The new topic in ground school was definitely hell. I absolutely disgusted it. Do you say that? You feel the hate I have in myself for Elo. And ground school was definitely Elo. I absolutely. Air Law. Jesus Christ. Also Gesetze der Luftfahrt. Disgusted it. Do you say that? You feel the hate I have in myself for Elo. And flying wise, I would say as Vero Beach was just a blast because you had VFR flying, so you just got used to flying and you had the first flight ever and all that stuff happened in Vero. But the most challenging part in the flying phases was when we came to Rostock and we started our IFR rating, where you had to get used to doing ATC, briefing a holding, flying a holding, and all that raw data. That was overwhelming at the beginning, I would say, but you get used to it quite fast. So at the end of it, it was fantastic as well. Laverk, what was your favorite feature on the 737 and your favorite feature on the A330? 737, I must say, manual flying. A330, table. I love the table. Sitting there, eating like... The Table. Irgendwie traurig, dass das sein Lieblingsfeature von dem 330 einfach der Tisch ist und nicht irgendwas, keine Ahnung, Fliegerisches oder so. Es ist einfach der Tisch. Jesus. Normal human being in the cockpit just gives you a sense of being welcomed in the cockpit. Airborne basing, what is the most challenging situation you've been in as a pilot? I would say the most challenging stuff happens in the simulator, knock on wood. Thankfully I never had a close call in real life or any emergencies or anything. But yeah, I would say that the most challenging stuff happens in the simulator, so I think it's just knock on the door. Ja, schau dir das an hier. My bloxer was if TUI Fly paid for the type rating. Yes, they did pay for the type rating. Okay, das ist stark. It only is always that you have to do like a 2-year contract with them now. If you leave earlier, you have to pay parts of the type rating. Okay, ist auch ein Nachteil an sich, ja.
back basically. So, but most airlines nowadays, if the job demand is high, they're gonna pay for the type rating. Okay, ja. Ist natürlich auch negativ, wenn man sich dann in dem Fall 2 Jahre an die Firma binden muss. Auf der anderen Seite hat man dann aber auch für diese 2 Jahre auf jeden Fall eine Jobgarantie, mehr oder weniger. Na, also das ist so... Und ich meine, wenn man gerade aus der Flugschule kommt, dann sind diese 2 Jahre Bindung an eine Company auch wirklich gut, weil das für eine eben dann eine Jobgarantie ist für die Jahre. Und man hat sehr wahrscheinlich Hochschulden, von daher ist das eigentlich gut. Hi there. One of the last days here. Basically, we're flying back tomorrow morning. I have to get up really early, so we're flying back at. We got pick up at 4:45, I think, which is really early. But one beautiful last day it was. The colleagues are all over the place right now. Some are doing the Alexandra Falls, others are on a catamaran trip, which is nice. I just played a round of golf and a round of tennis right there with a husband of a colleague of ours who joined us on a trip, which was really nice. He's way better than me in tennis, but I could beat him in golf, which is at least 1 point. Golf, wirklich Golf. And yeah, so now I'm gonna get lunch at the beach for probably the last time. Gonna head back in the room, I'm gonna start cutting that video, and that's the plan for now. Lunch was good. I just had a quick shower because we're gonna meet for dinner in about 1 hour. Just had a cut of the video back there for 2 or 3 hours. But now let's get back to some questions of yours. User ID 522QX8D. Just get a real name, mate. And he asked, what's your physical and mental preparation for such long flights in terms of fatigue, especially for those night flights? Well, the best thing you can do is get enough rest in between those flights. Don't go to all the parties before flight, chill. I don't know, I spent nearly the whole day on my room today. Yes, of course, because I did that video here, but other than that, it's the flight, it's the day before the flight, so I try to get some rest in. And Macht Sinn, ja, da muss man auch natürlich vernünftig sein, was das angeht, und vielleicht dann nochmal um 17 Uhr ins Bett gehen oder so. Das sollte man dann schon machen. And other than that, I did some sports that helps you for your mental fitness basically, and other than that, just get enough rest in for all those flights. That helps. Next one. All in all, how much did you pay in total for your pilot license, including the aircraft ratings and your accommodation? Plus, do you have to get go to the EFA to fly for? In total, I paid Shut up and take my money! 105,000 euros with everything, accommodation in Rostock, wherever. And I didn't have to go to EFA because I did an ATPL program with them, which was the first course they offered after they reopened the flight school basically. So I didn't have to go to EFA, but I think not even now that you have to go there. You just have to pay your education back if you do not go to them, but I'm not quite sure here. At which destinations have you been so far? And I've got my iPad here, and that my pilot logbook has a really cool function where I can show you where I've been so far. So if I go here, and I go here, and I go here. Ist eine Stange Geld. Keine Frage, ist eine Stange Geld. So, ein paar Minuten haben wir noch. I go there, I go here, there, and there, where is it? Route map. And that, ladies and gentlemen, is my, I don't know if you can see it, yeah, you can. That's basically my TUI operation. I've been on all the white dots are airports, and with TUI I've been a lot to the Canary Islands, as you can see. I've been to Egypt, Hurghada, Marsa Alam and everything, and down here the Cape Verdes, there is Madeira and Palma, Ibiza and stuff like that, and then I expanded my network to America as well. A lot flying in America. That was my flight school training. It's all in there as well. And of course then Cancun and Alaska up here in Vancouver. Alaska up here, Vancouver down there. So I've been Anchorage, das ist auch interessant. quite around by now, and South Africa some flying as well. So yeah, I would say you can see for yourself where I've been and where I haven't been. So Asia is still missing, but who knows what's next on the agenda of the airline. So in flight training, what was the day like? For example, was it Monday? Runner 2116, I was calling you. Present heading, descend flight level 140, vectoring ILS 16. To Friday. How long was each day in ground school? 6 to 8 hours? Question mark. Well, since I did the integrated course. Oder was war die Frage? 6 to 8 hours a day. Flight training, what was the
day, like for example, was it Monday to Friday? How long was each day in ground school? 6 or 8 hours? Like, for example, was it Monday to Friday? How long was each day in ground school? 6 to 8 hours? Question mark. Well, since I did the integrated course, we had a 9-month total schedule, and we had ground school 5 times a week most of the time, and about 9 hours. So those days were really rough, and afterwards you had to study to get all the knowledge in you need. And so I would say that was a tough time, the 9 months. By taboo, how important are grades in school when becoming a pilot? What subject should I take to become a pilot, and also what grades did you get in school? Well, basically just do your basic A levels. I did my basic Abitur in Germany. I did not do any subjects specially. I kept physics and math. Well, math you have to keep. I kept physics till my A levels basically. I got, I think, a 2.6, which isn't the greatest. It's okay, I'm happy with that. Ja, 2,6. Ich stelle mir immer so eine 2,3 vor für mein Abitur, also jetzt auch nichts Grandioses, irgendwas Solides, ja. Es muss jetzt natürlich jetzt nicht extrem gut sein oder so. I'm seeing the effort I put in there. And so I wouldn't say grades are important, you just have to pass the assessments. And grades are basically a side thing when becoming a pilot, I would say. Which doesn't mean that you should mess up in school. I should say the F word, but I don't. Do you? 3,500 School properly. now. How do you, by Flex 744, how do you do your license with your previous airline? We all know which one it is. Is it a private process or are there any flight school corporations? Well, TUI Flight wasn't a flight school corporation. I went to European Flight Academy, like I said, 2 questions back. And so yeah, they didn't do flight school corporation. So now we threw the most questions, everyone. I'm gonna go down, watch the sunset with the crew for the last time, and then we're gonna go to an Indian restaurant, which I'm really looking forward to. I've been there all the time when I was here. It's brilliant. It's in Grand Bay. And then I'm gonna get back here. Dann hat er sich einfach bei TUI beworben und wurde dann noch angenommen. Das ist stark, muss man sagen. Get some rest, because we're flying back home tomorrow morning. Like I said, I think that the alarm goes off at 4 AM or something, or 3:30, I have to check. And I'm gonna do a little rapid fire round tomorrow morning before we leave, while I'm gonna dress. Hopefully I'll get that done. And then we're gonna fly home to Frankfurt, and we'll be there approximately at 1800 tomorrow. That's it. Let's go watch the sunset. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Cut, den wir jetzt hier setzen können. Und dann machen wir dann beim nächsten Stream weiter. Wir haben jetzt hier noch Mike India Lima. Jetzt noch 80 Meilen. Das Stop of Descent. Das ist doch auch irgendeine Insel, oder? Mike India Lima? Warte mal, ich kann ja mal im Flight Log schauen, was das... Was das ist? Tripolis. Scooter 713, reclear the flight level 340. Mike in der Lima? Mike in der Lima. Milos. Ist das eine Insel? Whiskey 7039, when over Sierra Nevada, India, exit the hold, cleared VOR Alpha runway 33, descend 3,500 feet, number 2. Ist auch eine Insel. Ja, dann können wir dann hier Milos und dann aus dem Nordwesten dann hier so rein bis nach Heraklion. Griechenland hat alle Flughäfen in Google Maps gepixelt. Wenn man hier sehen kann. Weil oftmals haben sie an den ganzen zivilen Flughäfen auch Militärflugzeuge stationiert. In Chania auch. Ich meine, Chania war ja vorher auch ein Militärplatz eigentlich und erst später kam ein ziviles Terminal dazu. Ja, hier sieht man dann die ganzen Abstellplätze bzw. kleinen Hangars für die Fighterjets. Ja, so ist das. Sind hier irgendwelche spannenden Notems? Departure, Arrival wäre das dann, ja? Aerodrome Beacon in Bravo November unserviceable.
Echt jetzt? India Bravo November, warte mal, ist das aber in der Karte drauf? Nein, ach verdammt. Good evening, this is Alpha 6 Kilo India Delta at Corfu Airport. Locator DME, Heraklion. Alpha 6 Kilo India Delta, I am on a VFR plan from Corfu to Heraklion. I fired the flight plan, I don't know if you can see it. Weiß ich jetzt nicht, wo das herkommt. Okay. Port cranes raised. Obstacle height, Crane 8, Crane 9. Einfach Kräne gelistet und deren Höhe. 73 Meter und 65 Meter above mean sea level. Cranes moving north of centerline. Wo die sich hinbewegen. In case it is necessary to lower the cranes for operational reasons, a 30 minutes prior notice is required. Wie geil. Heraklion Locator, Hotel Echo Romeo, 431 kHz, unserviceable. Das ist der hier. Ne? Der hier. Interesting. Turkish 1845, Kalispera, radar contact 360, auxil 1 Charlie arrival for runway 03 left. Auxil 1 Charlie. Ist sehr interessant. Sonst noch was? Runway 0927, last third slippery one wet, alles klar. Refer to AIP AD. Was auch immer das ist, das weiß ich nicht. Und was das ist, weiß ich auch nicht. European 1 Mike Alpha hello, direct to Goldo, climb flight level 360. Climb flight level 360 and direct to Goldo, European 1 Mike Alpha. Runner 2116, turn right, heading 120, descend 3000 feet, clear ILS 16. Dann gibt es hier noch einige für Athen, ja, nicht so wichtig. Cool, also das NDB sollte im Eimer sein. Ja, im Simulator ist das natürlich nicht simuliert. Die Notems finden hier im Sim natürlich keine Anwendung. Auch auf VATSIM geht man davon aus, dass immer alles funktioniert. Außer manchmal irgendwelche Taxiways, die vielleicht geschlossen sind. Das wird dann aber auch in der ATIS gesagt. Und die werden dann halt einfach von den Nodes nicht verwendet. Aber ansonsten funktioniert auf VATSIM eigentlich immer alles. Notems finden hier keine Anwendung. Standby. Do not call all stations at once. Scooter 713, monitor Unicom 122.8. Also Unicom 122.8, Scooter 713, thank you very much for your service. Bye. Break, Turkish 3800, monitor Unicom 122.8. 122.8, Turkish 8. Volotea 9 Juliet Delta, taxi stand 6, bye. Stand 6, Volotea 9 Juliet Delta. Olympic, thank you, and bye-bye. Bye-bye. 575, ready to copy? Ready to copy, sir. Olympic 575, cleared Nice, exit point Lorno, Respa 1 Alpha, runway 35 left, flight level 120, squawk 2075. Respa 1 Alpha, exit point Luton, not Luton. Anyway, flight level 120 and squawk 2075, Olympic 575. Olympic 575, clearance correct. Alpha 6 Kilo India Delta, startup is approved, Kerkira QNH 1015, runway 34 in use. Runway 34 in use, startup approved, here is Alpha 6 Kilo India Delta. AGM 3 Sierra Whiskey, turn left heading 200, descend 3000 feet, cleared ILS 16, number 2. Turning left to 200, we're descending to flight level 3000, we are clear for the ILS 16. Yeah, that's kind of better.
951 Kalispera, cleared to Nice, exit point Lorno, Respa 1 Alpha runway 35 left, climb flight level 120 and squawk 2051. Ryanair 2116 established into the ILS, runway 16. 116 standby. Another station is calling, but do not interrupt the transmission, please. Olympic 951, clearance correct. Etienne 3 Sierra Whiskey, cancel speed restrictions. Access control, Kalispera, this is Olympic 275 at flight level 120, climbing to flight level 180, 50 miles inbound for Park. Olympic 275 Kalispera, climb flight level 300. Flight level 300 for Olympic 275. Runner 2116, runway 16 clear to land, wind 160 degrees, 4 knots. Roger, clear to land, runway 16, Ryanair 2116. Sky 7039, final runway 33. Sky 7039, runway 33, clear to land, wind 290 degrees, 5 knots. Top of the winds, runway 33, clear to land, Sky 7039. Volotea 1730, descend flight level 130 when ready and proceed direct Gonzo. Volotea 1730, direct Gonzo, descend flight level 130. Descend 130, direct to Gonzo, Volotea 1730. Etienne 256, descend 6000 feet, QNH 1014, over Bifok, clear 130, descend, direct to Gonzo. Over Bifok, clear for ILS RMP, Zulu runway 32, descend 6000, GN 256. 130, was 130? Es war 130, oder? After the radar, European 35 Tango Romeo serves for information by directing to Lima Mike Oscar. We are entering Turkish airspace again. Yeah, I know, that's why you should contact me at the border and not about 50 miles into Turkish airspace at the first place. Maintain this frequency, remain this frequency, please. Athena radar, Alpha 6 Kilo India Delta, ready for taxi. Alpha 6 Kilo India Delta, squawk 7000, taxi via Golf, enter back. Ich würde sagen, machen wir es jetzt ein bisschen heller draußen. Und Sound kann auch wieder angemacht werden. So 20:19 Uhr. We are disconnecting. Thank you very much today. All the unpaid manager. So. Turkish 1845 descent. Turkish 1845 descent, flight level 180. Descent level 180, Turkish 1845, thank you. Indiana 5 Mike Alpha, Robox 1 Charlie arrival, runway 03 left. Clear to Istanbul, Arnas 1 Echo departure runway 28, climb flight level 80, squawk 7422. Ja, ich muss gleich nochmal Clearance confirm. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 130, ich glaube, aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Volotea 1730, say again, cleared altitude. Volotea 1730, flight level 130. 130, thank you. Ja, 130 is blue. 9874, Athena. So, Briefing haben wir können noch mal kurz reinhören, maybe. Recorded at 1750 Zulu. Expect RMP approach. Runway U27. Transition level 70130008. Tag okay. Temperature 25. 2.20. QNH 1015. Caution light turbulence on short final. Advise on initial contact. You have listened to Information Delta. Information Delta. Ja, hat sich doch nochmal gelohnt, hier reinzuhören. 1015 haben wir jetzt. 9 Wind, 1 Grad kälter. Sieht gut aus. 62.4. 3.9, wir haben noch 4.1, das sind noch 200 Kilos, das heißt 62.2 wird unser Landegewicht sein.
62.2 mit Autobrake Medium 1500 Meter. Beziehungsweise Factored Landing Distance 1700 Meter. Autobrake Medium. Cool. Es ist sehr diesig, ne? Man sieht nicht so viel. Ja, da hinten kann man die Insel aber schon erkennen. Also taxi Geld 4 bei Alpha 4 Delta control me 28 runway 2116 2116 stand 5 stand 5 my bad runway 2116 it's Yana 5 Mike Alpha descend flight level 170 descend 170 Gravity 987 Gonzo auf knapp über 5000 Fuß dann. Reporting Turkey 987 Flying Bulgaria 8528 monitor Unicom 1 to 2 decimal 8 7039 the taxi is under 4 bye bye same 4 thank you very much Hotel Zulu, we should start approved facing south. This is south respect. And Eurowings 960 with you. Eurowings 9660, hello, radar contact flight level 350. Etiana 5 Mike Alpha, turn right heading 180, descend flight level 110, vectoring Isle Zulu 03 left. Turn right 180, vector snap 0 turn left. What is flight level again? Fast Mike Alpha, flight level 110. 110. Turkish 1845, maintaining present heading, descent flight level 120, ILS Zulu 03 left. Maintain present heading, ILS Zulu 3 left, and what's the altitude again for 1845? Flight level 120. 120, roger, Turkish 1845. Sky Travel 220, contact Adria 13055. Sky Travel. Das ist das Callsign von mittlerweile Smartwings. Früher war es Travel Service, jetzt ist es Smartwings aus Tschechien. Volotea 1730, descent flight level 980. Descent to flight level 980, we have Delta, Volotea 1730. 980 Blue. Ja, mittlerweile wie gesagt Smartwings. Ich bin früher auf VATSIM. Meine ersten Flüge habe ich immer mit demselben Callsign gemacht. Das war immer eine 737-800 und es war immer Sky Travel 569. Immer Sky Travel 569. Ich bin damit durch ganz Europa geflogen. Ich bin damit auch, also wirklich überall geflogen. Innsbruck, innerhalb Spaniens, innerhalb anderer Länder, die gar nicht Tschechien sind oder irgendwas, das ist keine Ahnung. Immer dasselbe Kurs sein. Ich kann mal schauen, warte mal. Radar Kalispera, Olympic 7 to Kalamata, requesting high clearance to Nikia. That's right, Olympic 7 to Kalispera, standby, break, at Diana 5 Mike Alpha, descend 7000 feet, QNH 1016. QNH 1016, 7000. Alpha 6 kilo, super, wieder irgendwelche Bots. Clear for takeoff, wind calm, report over Maled, flight level 80. Flight level 80, report over Maled, clear for takeoff, Alpha 6 kilo. So, perfekt. Ich kann mir hier auf VATSIM meine Stats anschauen. Und TVS, Sky Travel. Ja. Sky Travel 569 und 568. Sky Travel 568 habe ich fast 30 Stunden einfach nur mit diesem Callsign. Und da kommt noch 569 oben drauf. Also 37 Stunden. Alter, ne. Ich habe tatsächlich auch ein S1er Rating als Lotse. Hab in Stuttgart einige Stunden gelotst und hier hab ich einmal verkackt. Ich war einmal als EDDST Ground und dann für 4 Minuten und hab mich gewundert, warum ich auf Wetzbeiting angezeigt werde, bis ich es dann irgendwann gerafft habe.
Also ne, das ist ja wirklich peinlich eigentlich. Aber... GRS Ja, und als Tower auch natürlich, ne? Ganz wichtig, 14 Minuten sogar. Ach du Scheiße. Ansonsten 3 Stunden als Tower und hier etwa 34 Stunden. Als Tower 7 Stunden als Ground, nochmal eine Stunde 20 als Delivery in Stuttgart verbracht. Aber aus Zeitgründen habe ich meine Karriere als Lotse auf VATSIM an den Nagel gehängt. More Drag kriegst du. So, Traffic Below natürlich. Jetzt können wir auch das jetzt mal anmachen. Die Insel kommt auch immer näher. Turkish 1845, descend to 4000 feet, QNH 1016. Descend 4000 feet, QNH 1016, Turkish 1845. On present heading? Present heading, affirm. Roger. Volotea 1730, descend flight level 900. Yes sir, descending 900, Volotea 1730. Did I already give it to you? Yes you did. No. Yeah, no worries. Better safe than sorry. Yes. Radar Kalispera again, Lufthansa 6901. Ja, passiert. Lufthansa 691, Kalispera Kepali, radar contact. Better safe than sorry. Lieber so, als dass er erwartet, dass ich sinke und aber vorher gar nicht mir eine Freigabe gegeben hat, von daher. Oh, Lindy 205, standby for descent, Barix 3 Charlie 03 left. Ah, nein, jetzt habe ich ja. Das wollte ich nicht. So. Alpha uniform, hello, radar contact, present heading, climb the flight level 170. Continue present heading, 170, They're ready to start engines for Olympic 792. Olympic 792, startup approved, QNH 1015. Startup approved, QNH 1015, Olympic 792. Η Ολυμπιακή 525 με καλέσετε για τάξη. 575. In Griechisch ist ja mir auch so eine geile Sprache. Aegean 256, backtrack runway 32, taxi standard 2, καλή συνέχεια. Stand 2, Aegean 256, φάσουμε για όλο και καλή συνέχεια. Γεια σας, καλό βράδυ. Turkish 75 Alpha Uniform, direct Amman. Speedbreak immer da draußen dürfen wir nicht vergessen. Aegean 5 Mike Alpha, turn left, heading 120. Left 120. Turkish 1845, approach 132-975. Approach 132-975, thanks. Turkey 974, ready for descent. Gravity 974, descent flight level 230. Descent to place level Turkey 974. Turkish 2 Hotel Zulu, ready for taxi. Turkish 2 Hotel Zulu via Charlie Foxtrot, holding point runway 28. Da ist der Flughafen in sich, diese komischen Pixel, die hier, das was so ganz weird aussieht hier, das sind irgendwelche Schiffe und die werden bei mir irgendwie immer richtig weird gerendert, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Der eine ist jetzt weg und der andere ist aber immer noch da. Naja. Approaching 10. Big 575, 35 left, clear for takeoff, wind calm, report passing 6,000 feet. Clear for takeoff, runway 35, report passing 6,000 feet, 575. Runway Alpha, να καλέσουμε approach, να παραμένουμε. Negative, παραμείνετε αυτή τη στιγμή. Speed break is stowed. Olympic 951, taxi via Charlie, holding point 35 left. Delta Alpha Charlie Hotel, what is the Delta Alpha Charlie Hotel. Hotel, hello, taxi holding point runway 24 via Juliet Alpha, advise ready for departure. Juliet Alpha 24, Delta Alpha Charlie Hotel. Das ist eine CRJ. Από Καλαμάτα, οπότε μπορείτε μια αξιοδότηση για νίκια S5. Stark. Olympic 017, καλησπέρα. Stand by, να σας αλλάξω την αναχώρηση. Alstar. Radio taxi Olympic 792 Kalamata.
792, follow company traffic via Charlie holding Können wir sonst gleich mal Further Descent requesten? Behind company number 3, Olympic 7, 35 left. Asiana fast Mike Alpha, left heading 070, clear dial Zulu 03 left. Left 070, clear dial 03 left. Volotea 1730, Further Descent. 1730, apologies, descend 3000 feet, QNH 1015. Descent 3000, 1015, Volotea 1730. Olympic 275, descend flight level 200. Thrust idle open descent. Olympic 017, cleared Nice Respa 1 Alpha, departure runway 35 left, climb flight level 120, squawk 5513. Respa 1 Alpha departure from 35 left. Initially flight level 120, squawk 5513 on the result. Da der Flughafen. Und jetzt sieht man auch die Schiffe mehr oder weniger. 1730 over India Romeo 402, cleared RNP approach runway 27, report runway inside. Via India Romeo 402, we cleared ANAV 27, actually runway is already inside, Volotea 1730. 1730, copy. Do you wish to continue visually? AFO. 1730, copy. Cleared visual approach runway 27, descend traffic pattern altitude and report final. We cleared visual 27, descending traffic pattern altitude. Report of final, Volotea 1730. Cool, now wir jetzt ein Visual. Mike Alpha, contact tower 118625, calibration. Würde ich sagen, geht alles aus vorbei. Naja, okay, Autothrust lasse ich nochmal an. Weil ich ja hier sowieso alles alleine machen muss. Mach ich mal so, Fix Info. Mach mal 5 Meilen. Jetzt haben wir hier schon wieder Indications. Gravity 90874, descend flight level 130. Descend flight level 130, gravity 90874. Olympic 951, land up on wait runway 35 left. Traffic Pattern Altitude. Machen wir mal 1000. Wir machen mal 1200. Ungefähr Airport Elevation plus 100, sorry, plus 1000 feet. Athena, Kalispera. Etienne 5 Mike Kilo from Heraklion, information Echo, IFR clearance to Athens, please. Etienne 5 Mike Kilo, Kalispera, cleared Athena, Apollo 1 Victor departure runway 27, climb flight level 100, scope 1442. Clear to Athena, Apollo 1 Victor departure 27, initial flight level 100, squawk 1442, Etienne 5 Mike Kilo. Etienne 5 Mike Kilo, clearance correct, startup approved, QNH 1015. Startup approved, next for taxi, copy the local QNH, Etienne 5 Mike Kilo. 13 Meilen, India Romeo Alpha, flaps 1. Descend flight level 180. Dann kann ich jetzt hier schon mal alles soweit eigentlich konfigurieren, dass ich gleich Autothrust ausmachen kann. Und dann hier Lufthansa 24 Alpha, climb flight level 370, not 270. 370 for Lufthansa 25. Radar, Delta Kilo India Delta, jet passing Malan. Kilo India Delta, copy, maintain flight level 80, 105 unavailable. Okay, again, flight level 3, Delta Kilo India Delta. Maintain flight level 80, next report Alpha Romeo Alpha. Next report Alpha Romeo. das sieht aus wie 3 Reds, 1 White. 8000, flight level 8000. Delta Kilo India Delta. Olympic 275, contact Athena approach 132975, calibration use. Flaps 2. Yes. Turkish passenger. Nein, nicht steigen. Heading 350, climb Das flight wollen wir level nicht. 170, radar contact. Flight heading 350, climb 170, Volotea 1730, final 27. 1730, runway 27, clear to land, wind calm. Clear to land 27, Volotea 1730. Reaching flight level 120, 575, climb flight level 220. Flaps 3. Olympic 951, 35 left, clear for takeoff, wind calm.
Olympic 702 behind the departing company traffic, line up on wait runway 35 left behind. Behind company traffic. Miss Approach können wir auf 3000 setzen. But Olympic 017 ready for taxi, 35 left. Olympic 017, To red, to white. 35 left, number 3. Number 3. Wir haben jetzt hier sonst auch noch die VDEV Indication, die Vertical Deviation. Geht er? Delta Hotel Hotel around 24, clear for takeoff, wind 220 degrees 8 knots. 194, clear takeoff, Delta Hotel. Wir können das nochmal so ungefähr 160 halten. Three whites. Two reds, two whites. One flaps full. Turkish 2 Hotel Zulu, direct dictate, climb the flight level at 270. Three whites correcting. Direct dictate, climb 270, Turkish 2 Hotel Zulu, flight level 270 will be your final today. Roger, 270, Station calling number is up. European 35 Tango Romeo, contact approach 132975, bye-bye. 132975, bye. European 1 Mike Alpha, descent flight level 180. Descending flight level 180 from 1 Ich richte mich jetzt hier nicht wirklich nach der Vertical Deviation Indication natürlich, sondern eher nach dem Parpies. 1000 feet to stabilized. Landing checklist. Garen, secure for landing, auto thrust off. Go around altitude 3000 feet set. EK Memo landing, no blue. Minimum, ja, wir sind sowieso visual. Eurowings 9660 Athena. Eurowings 9660 Athena. Airborne 500. Delta Hotel Hotel radar contact, climb flight level 130. I'm flight level 130 about it, Delta Hotel Hotel with left turn direct shot give. Slightly high correcting. Speed is high. 50, 40, 30, 20. Oh mein Gott. Ah, scheiße. Spoilers. Reverse green und Diesel. Ah, das war viel zu stark gezogen. Ah, Mist. Mist. 60 knots. I'll reverse, manual braking. Ah, verdammt, das war ein fetter Balloon. Es war in der Touchdown-Zone, also alles im legitimen Bereich. Ja, das war scheiße. Das war Mist. Naja, nichtsdestotrotz, herzlich willkommen am Flughafen von Heraklion. 951, climb flight level 220. Olympic 702, runway 35 left, clear for takeoff, wind calm. Clear takeoff 35 left, Olympic 702, wind calm. Olympic 575, radar contact, climb. Müssen wir uns mal kurz anhalten. Flight level 340, Olympic 575. Volotea 1730, runway 27 is vacated. Volotea 1730, many thanks, stand 2 via Delta, bye-bye. Stand 2 via Delta 1730, bye-bye. Right, stand 2 via Delta. Kalispera, Skytravel 1025 in Nordost, request Wi-Fi clearance to check Houston. Skytravel 1025, hello, Rodos just came online, 127250. Stand 2 via Delta.
Delta Hotel Hotel, continue climb flight level 270. Continue climb flight 270. Olympic 017, line up and wait around. Dann können wir die APU starten. Line up and wait 35 left, Olympic 07. Und den Stand auswählen. A marshal has been dispatched on site. Lovely. Ah, das ärgert mich immer noch, dieser fette Balloon. Der Approach an sich war solide. Aber der Balloon am Ende dann, ein bisschen zu viel gezogen wieder. Ja, ich könnte jetzt wieder mich rechtfertigen. Ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach. So, hier steht unser Marshaller. Nee, Quatsch, hier vor und da müssen wir hin. Genau da müssen wir hin. Okay, na, Mann, ich weiß gar nicht, was er da macht. Stand 3, 4 und 5. Nee, das ist es natürlich nicht. Wir müssen hier noch einen weiter. Stand 1 and 2. Da müssen wir rein. European 1 Mike Alpha, contact approach 132-975. Sure, European 1 Mike Alpha, contact the approach. Taxi light off. APU is available. 132-975. Delta Hotel Hotel, monitor Unicom 228, bye bye. Unicom Delta Hotel Hotel, bye bye, thank you. Ready to taxi at Zian 5 Mike Kilo. Zian 5 Mike Kilo, taxi via Delta holding point runway 27, cross runway 30. Clear to taxi holding point 27, clear to cross runway 30, at Zian 5 Mike Kilo, next for departure. Pass 6500 Olympic 7 X7 to copy, climb flight level 220. Ah, geht er sogar her. Olympic 017, runway 35 left, clear for takeoff, wind 340 degrees, 4 knots. Wenn die Landung schon ein fetter Balloon war, dann ist immerhin das Parken noch hier wunderbar. Lovely. APU is available. Die gehen aus. Ups, nein. Das hier geht aus. Ground Control. Fuel Pumps. External Power ist auch schon da. Beacon natürlich. Standby und 2000. Das geht noch aus, das geht auch noch aus. Und Flight Direct ist wieder an. Cool. Oh ja, doch, das Parken sah doch hier... Ja, Parken war besser. Parken war besser. Gut, ich disconnecte mich von VATSIM. Und jetzt fahren ja die ganzen Fahrzeuge ran. Volanta sagt minus 200. Ja, ja. Es war ein nervender Ballon, was soll ich sagen. Aber ist halt so. Aber ich meine, der Flug an sich war doch eigentlich solide, oder? Mir hat er gefallen, mir hat er Spaß gemacht. Ich hoffe, euch natürlich auch. Wenn das der Fall war, lasst doch gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen. Ich bedanke mich, wie immer, für eure Gesellschaft. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Abend, ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.